Neulich erst das beste Set der Welt seiner Klasse mit dem Thema Audi auf meinem Kanal. Ja, Freunde, aber ganz ehrlich, mit dem Thema Audi fangen wir hier erst gerade richtig an. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir gehen heute richtig in die Vollen. Wir sprechen über den Herrn der Ringe bzw. um den Herrn der 4 Ringe. Wir haben wieder ein Happy Build bzw. Power Block Set auf meinen Bautisch. Neulich gab es hier das vermeintlich beste Set seiner Kategorie im Review, das Happy Build Power Block Set PB8812. Und das hat Bavir, da wo ich dieses Set hier gekauft habe, so gut gefallen, dass sie gesagt haben, Mensch Bloxy, wir würden dir gerne ein Set zur Verfügung stellen. Und das haben wir heute im Review, nämlich, Trommelwirbel, das Set PB8813. Sieht unscheinbar aus, schauen wir uns gleich hier auf meinem Bautisch an. Ich kann euch nur sagen, es handelt sich um das wohl erfolgreichste Rennauto aller Zeiten. Auf jeden Fall, wenn wir über die Hypercars reden, die in Le Mans starten. Ja, Freunde, da liegt das Happy Build bzw. von der Subbrand Power Block hergestellt und kommissionierte Set PB8813 auf den Bautisch. Ich habe es euch gesagt, zur Verfügung gestellt von Bavir, die wirklich mein Video zu dem Rallye-Team von Audi mit den legendären Quattros wohl ganz gut fanden. Von daher finde ich es ganz nice. Dieses Video hat keine Werbung aktiviert. Ich habe dieses Set, wie gesagt, gestellt bekommen, weil ihm das Video so gut gefallen hat. Trotzdem werde ich unabhängig hiervon meine Meinung darbieten. Egal wie dieses Set ist, meine Meinung würde ich es hier geben. Nichts geschönigt, nichts verbessert. Es sei denn, das Set wird mich umhauen. Ich hoffe es, denn wir hatten ja bei den Quattros, das Video dazu findet ihr hier oben auf dem i auf meiner Happy Build Playlist, ein wirklich grandioses Set, wie ich es auch zu Recht finde, betitelt habe, das beste Set seiner Klasse. Was ich euch noch zeigen wollte ist, das habe ich beim letzten Video nämlich vergessen, wie der kleine Bloxy früher Rallye-Autos gebaut hat, nämlich hier aus Legostein. Ihr seht noch überall meine Bissspuren und hier unten mit diesen gefederten Achsen. Das war eines meiner ältesten selbstgebauten Kindersets, ein Rallye-Auto. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Heute sprechen wir ja nicht über Rallye, sondern über ein Fahrzeug, das bei Le Mans beim legendären 24-Stunden-Rennen für Furore gesorgt hat. Aber wir gucken es uns an. Kam hier in einen typischen Polsterbeutel aus China. Wir reißen es mal auf. Und wir sehen, typisch China, alles Mögliche an Stein. Und da haben wir eine ganze Menge und sogar noch einen Zettel. Tüte ist leer. Dieser Zettel ist eine Anleitungsergänzung. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier einen größeren Karton. Ich ahne, was dort drin ist. Und wir haben 2, 4, 6, 8, 10 Tüten durchnummeriert. Wir haben hier wieder natürlich Go-Brick-Steine und ich freue mich, Freunde, euch jetzt hier richtig mal was zeigen zu können, denn bis jetzt habt ihr nur ein Originalvideo und meine Infokarten gesehen. Da haben wir die Anleitung zu unseren R8, Audi R8 Le Mans 8813, ein Set mit offizieller Audi-Lizenz. Wir haben eine Anleitung für wahrscheinlich diesen Inhalt hier, denn Powerblock ist berühmt dafür, nämlich für diese Fahrzeuge solche Container zu bauen. Wir bauen also quasi unseren eigenen Stand in einen Container, der bedruckt ist. Ich hoffe, das ganze Set kommt auch in einem schönen Metallic daher. Schauen wir uns gleich noch einmal an. Wir haben dann diese Karte für so ein Quartett. Hatten wir bei den Quattro-Sets auch. Hier glänzt sie schön im Silber. Ich hoffe, ihr seht das. Das gefällt mir. Und wir haben hier noch so einen kleinen Sticker, wofür der gut ist, klären wir auch. Plastikmüll geht an die Seite. Die Anleitung ist wie folgt. Wir haben hier, wer Chinesisch kann,
etwas Infos zum Fahrzeug. Ihr bekommt bei mir natürlich sowieso Fakten. Diesmal habe ich die alle selber rausgesucht, beziehungsweise eine Infokarte gemacht. Raussuchen tue ich es immer selber, aber ich habe euch extra eine Infokarte gemacht. Wir sehen, dass wir hier ähnlich wie bei Lego-Anleitungen arbeiten. Wir haben auch wieder hier einen Teiletrenner in den Sets. Hatten wir bei den Audi Quattros auch. Und wir sehen, dass wir hier ganz normal die Tüten nacheinander aufreißen und dann bauen. Und wir haben auch kleine Erklärungen, wie hier, dass wir einen Technikpin mit, ohne, also without Friction benutzen. Aber ich habe es gesehen, hier 4 ist schon falsch. Da haben wir eine Ergänzung, dass wir hier nämlich einen 2 nehmen. Also Quatsch, hier sehen wir es halbe. Da heißt es einen ganzen Pin, da einen halben. Finde ich ganz gut, dass man hier Qualitätsmanagement gemacht hat. Qualitätssicherung finde ich gut. Wie gesagt, wir haben hier Gobic-Steine. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob diese Steine auch wirklich metallic sind. Nee, es sieht alles nach grau aus, aber wir sehen wieder tolle Drucke. Metallic ist also nur diese Karte. Und wir wollen schauen, was wir hier noch drin haben. Ein guter Fingernagel hilft da. Tada! Und ja, das ist das, was ich vermutet habe, Freunde. Wir haben hier diese baubare Containerbox mit einem Transclear-Teil in einer Folie. Dann haben wir hier Metallic bedampft und wir haben Noppen, dass wir es zusammenbauen können. Ich bin gespannt. Sehen wir alles gleich im Speedbild. Zu den Anleitungen von Powerblock generell. Wir haben es ähnlich wie bei Kobi. Wir haben den aktuellen Baustep farblich. Der davor ist ausgegraut. Pfeile weisen uns, wie bei Kobi und auch bei anderen chinesischen Herstellern, den Weg. Wir sehen hier oben in diesem, hier sind es Rechtecke mit eckigen Kanten, welche Steine wir brauchen. Und wir haben auf der letzten Seite dann, ähnlich wie bei Lego, richtige Seitenzahlen, die Übersicht der Steine, die wir bauen. Und hier auf Seite 94 mit dem Baustep 126 haben wir das Fahrzeug fertig in dem Karton. Wie ich sehe, haben wir also hier auch so eine kleine Anleitung, wie wir das Fahrzeug in diesen Karton bzw. Container stellen. Den eigentlichen Container bauen wir hier, auch da wieder ja, rote Pfeile, die uns den Weg weisen, wobei hier der Baustep davor etwas ausgeblaut ist, nicht ausgegraut. Egal, egal, Freunde. Bis jetzt bin ich freudig erregt. Ich habe noch keinen dieser Container gebaut. Finde ich interessant, dass der hier so klappbar ist, dass wir auch hier Noppen haben. Aber natürlich ist das Fahrzeug das Wichtige. Ich hoffe wirklich, dass das Fahrzeug so cool wird wie die Quattros. Für alle, die meinen Kanal nicht kennen, ich habe beruflich etwas mit Audi zu tun. Ich bin ein Riesenfan der Marke Audi. Nicht umsonst, habt ihr auch im Hintergrund gesehen, habe ich eine Audi-Fahne. Genug gequatscht, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir bauen jetzt das Set zusammen, beziehungsweise ihr schaut zu beim Speedbild und natürlich bekommt ihr knallige Fakten auf die Ohren. Und ihr könnt ja mal jetzt raten, worüber die wohl handeln. Ihr bekommt noch eine Infokarte und dann hört ihr die Fakten. Also mir viel Spaß beim Klemmen und euch beim Lauschen, liebe Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Heute geht es um eines der legendärsten Motorsport-Events der Welt, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Dieses Ausdauerrennen gilt als Inbegriff von Geschwindigkeit, Präzision und technischer Ingenieurskunst und ist gleichzeitig ein Härtetest für Fahrer und Fahrzeuge. Das Rennen wird seit dem Jahr 1922 im westfranzösischen Le Mans ausgetragen, rund 200 Kilometer südwestlich von Paris. Veranstaltet wird es vom Automobile Club de l'Ouest, kurz ACO. Seit der Premiere hat sich Le Mans zum bekanntesten Langstreckenrennen der Welt entwickelt und gehört zusammen mit dem Großen Preis von Monaco sowie dem Indianapolis 500 zu den sogenannten 3 Kronjuwelen des Motorsports. Die Rennstrecke heißt offiziell Circuit des 24 Heures du Mans. Sie ist eine Kombination aus einer permanenten Rennstrecke und öffentlichen Landstraßen und misst insgesamt rund 13,6 Kilometer. Besonders bekannt ist die Mulsanne Gerade, auf der Fahrzeuge früher Geschwindigkeiten von über 400 Stundenkilometern erreichen konnten. Heute liegt das Limit durch Schikanen bei rund 30 Kilometer pro Stunde weniger.
Das Rennen startet traditionell an einem Samstag um 16 Uhr und endet exakt 24 Stunden später am Sonntag. Ziel ist es, in dieser Zeit die meisten gefahrenen Runden zu absolvieren. Der Rekord für die meisten Kilometer in einem Le Mans-Rennen liegt bei über 5300 Kilometern, aufgestellt im Jahr 2010 von einem Audi R15 TDI Plus mit den Fahrern Timo Bernhard, Romain Dumas und Mike Rockenfeller. In Le Mans gibt es verschiedene Fahrzeugklassen. Aktuell fahren Prototypen in der Hypercar-Klasse, die frühere Klassen wie LMP1 ersetzt hat. Daneben gibt es noch LMP2 sowie die Klassen LMGT3, die für seriennähere Fahrzeuge stehen. Das bedeutet, ein Ferrari 296 GT3 oder ein Porsche 911 R GT3 kann im selben Rennen starten wie ein futuristischer Toyota GR 1010 Hybrid oder ein Peugeot 9X8 auf derselben Strecke zur selben Zeit. Und es gibt viele Legenden, die in Le Mans Geschichte geschrieben haben. Der erfolgreichste Fahrer ist der Däne Tom Kristensen, der zwischen 1997 und 2013 insgesamt 9 Gesamtsiege holte. Eine unglaubliche Leistung. Bei den Herstellern ist Porsche Spitzenreiter mit insgesamt 19 Gesamtsiegen, gefolgt von Audi mit 13 Siegen und Ferrari mit 10. Le Mans war aber nicht immer nur ein Fest des Motorsports, es gab auch tragische Momente. Am schlimmsten war das Jahr 1955, als ein Mercedes 300 SLR in die Zuschauertribüne raste. Das Unglück forderte über 80 Todesopfer und ist bis heute das schwerste in der Geschichte des Motorsports. Technologisch gesehen war Le Mans immer ein Vorreiter. Ob Dieselmotoren, Hybridtechnik oder zuletzt sogar Wasserstoff-Prototypen, die Rennteams nutzen Le Mans als Testlabor für Innovationen, die später auch in Serienfahrzeuge einfließen. Es ist also nicht nur ein Rennen, sondern auch ein Motor für Fortschritt. Zum Schluss noch ein besonderer Fakt: Im Jahr 2023 feierte das Rennen sein 100-jähriges Jubiläum mit einem Mega-Event und einem spektakulären Sieg von Ferrari in der Hypercar-Klasse, nachdem die Marke jahrzehntelang nicht mehr in der Top-Kategorie gestartet war. Le Mans ist mehr als ein Rennen. Es ist eine Legende auf Asphalt. Und jetzt seid ihr dran. Welcher Hersteller ist euer Favorit? Und würdet ihr euch ein Set mit dem Circuit de la Sarthe als Klemmbausteinmodell wünschen? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst es mich wissen und vielleicht, welches ist schon euer favorisiertes Klemmbaustein-Set zum Thema Racing bzw. Automobilsport. Schreibt mir das, wie gesagt, schön in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review des Powerblock-Sets PB8813. Nach fast einer Stunde Bauzeit steht er da, unser Audi R8 Le Mans Prototyp, das Happy Build bzw. Powerblock Set PB8813. Lasst euch nicht verwirren, ich habe das Set PB8812 mal mit hier als Kontrast in meine Review-Landschaft gestellt, weil ich finde, dass unser Fahrzeug hier auf den Trailer vom HB Audi Team auch ganz gut passt, auch wenn ja Jahrzehnte zwischen diesen Fahrzeugen liegen. Trotzdem muss ich sagen, auch bei diesem Fahrzeug, ohne jetzt schon zu sehr zu spoilern, klasse, was Powerblock hier macht. Ihr seht nämlich schon auf dem allerersten Blick, wir haben wieder Drucke, 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 überall sogar bedruckte Reifen, absoluter Wahnsinn. Und ich kann euch jetzt auch schon mal sagen, dass der Bauspaß bei diesem Set auch hier wirklich garantiert ist. 400 Steine im Maßstab 1:32. Lasst uns aber ganz kurz einmal sprechen über den Container im Raum, wo vielleicht auch ein Elefant reinpassen würde. Ihr seht schon hier oben diesen Container. Dazu schauen wir uns mal ganz kurz die Anleitung an. Die fand ich jetzt nicht so gut wie im Vergleich zu der eigentlichen Anleitung, aber ihr seht trotzdem
Hier gibt es überall Hinweise wie hier, dass wir auf die Lackierung der Außenseiten achten müssen, dass wir hier und ich hoffe, ihr habt es beim Unboxing und beim Baum gesehen, ein Transclear-Teil hatten, das einfoliert war und ja, ein Beipackzettel, den wir brauchen, weil in der Anleitung wird einmal kurz der Container erwähnt. Das zeige ich euch jetzt hier ganz zum Schluss. Da springen wir nämlich gleich zum Container auch, wenn wir hier das Fahrzeug platzieren. Das machen wir auch gleich zusammen. Also diese Anleitung benutzt sogar den Container. Wir haben wieder Hinweise, was wir wie wo machen sollen. Ich kann leider kein Mandarin, aber ihr könnt euch erinnern, ich habe euch gezeigt beim Unboxing, wir haben einen kleinen Aufkleber. Der ist hier oben, das Typenschild, zeige ich euch gleich. Lustigerweise ist das ein Transferaufkleber, also ein Aufkleber der guten Sorte. Aber wir müssen generell mal über das Bild sprechen. Ihr seht, das Fahrzeug kommt hier super silber daher und es ist, tada, es ist weiß. Da lügt ein bisschen die Werbung, man kann es auf die Belichtung schieben, aber ich glaube hier, das soll silber aussehen, ist es aber dann nicht. Und das ist auch wirklich hier für mich der größte Kritikpunkt. Nicht die tolle Anleitung wieder, hier die geil gemacht ist, alles erklärt, überall gibt es Hinweise, wir schmeißen wieder Steine weg, wir wechseln ja sogar noch Steine aus, beziehungsweise wechseln Bauschritte, hier nämlich zum Beispiel die 4 und die 7, das war nochmal als Extrablatt dabei. Also Service par excellence bei Powerblock. Aber ja, das Bild täuscht hier optisch auf jeden Fall. Wir haben hier kein silbernes Fahrzeug. Und ja, wir schmeißen wieder Steine weg, das habe ich euch gesagt. Es gibt halt immer mal wieder so Bildchen, wo es heißt, hier, da ist ein Konterstein drunter. Und die Steine drunter schmeißt ihr dann weg, die brauchen wir nicht. Und das finde ich ist der Wahnsinn. Da müssen wir jetzt gleich zu kommen. Da ist das Symbol. Da eigentlich ist dieses Symbol natürlich klar. Packt die Steine in eure andere Steinekiste. Aber es hat auch was von Mülleimer. Wahnsinn, so viel Liebe steckt dort drinne, dass wir dann am Ende nämlich so viele Steine, hauptsächlich Plates, über haben. Und es sind die guten Go-Brick-Steine, die nicht so zerkratzt sind. Das Weiß sage ich immer wieder und ich bin nicht müde. Ich hätte ganz gerne entweder so ein Weiß mal als Zahnersatz oder das Weiß von Kobi. Das ist der Wahnsinn. Meine Lieblingssteine, wenn wir nicht über Kobi oder Lego-Steine reden. Also die Anleitung ist geschenkt. Leider haben wir hier ein silbernes Fahrzeug, das auf jeden Fall silberweiß angeteasert wird und wir haben es dann nur in weiß. Teiletrenner hier, ähnlich wie der vom dänischen Marktführer, aber nur ähnlich. Geil, trotzdem, ich habe es jetzt gerade wie gesagt, diese Karten, Hammer. Für mich als alter Quartettspieler ist so eine Karte was wirklich Tolles. Die packe ich auf jeden Fall hier noch irgendwie rein in den Container, weil bei diesen Urquattros gab es ja auch eine Karte. Schauen wir uns jetzt mal das Fahrzeug an. Ich habe euch gesagt, Bauspaß bis zum geht nicht mehr. Geile Drucke. Wir haben ein breites Fahrzeug, etwas dünnere Reifen, aber es fällt so gar nicht auf, weil wir ja die Reifen hier in den Radkästen haben. Deswegen ist das hier gar nicht so schlimm. Wir haben auch andere Reifen als sonst. Wir haben eine Konterscheibe und wir haben hier die Felgen, aber wir haben toll bedruckte Powerblock-Reifen. Wir haben hier Michelin, wir haben Mahle, Grüße gehen raus an meine Stuttgarter Wahlheimat. Wir haben hier überall geile Werbung. Infineon, hier oben diesen Bracket mit, oder Brick Modified vielmehr, mit den Audi-Ringen ganz leicht nur bedruckt, genau hier hinten auch. Infineon wieder, hier innen drin gebaut mit Hinges, hier die ganze Seitenverkleidung, überall mit Baurichtungsumkehrsteinen, die wir sie von Kobi und von Mega kennen, richtig cool. Und hier vorne auch bedruckt auf der Plate, hier ganz dünn. Hier muss man noch ein bisschen ausrichten, so. Und dann lesen wir auch Michelin. Und wir haben sogar hier zusammengebaut gehabt, diese Slopes, diese 1x2er, wo wir hier die Scheinwerfer drauf haben. Und hier oben dann Panasonic Car Audio und die 24 Stunden von Le Mans mit unserer Flagge. Einziges Manko, was ich noch habe, ist, wir haben hier die 8. Und eigentlich müsste hier bei dem Audi Sport Team Jöst Fahrzeug eine 9 stehen. Denn der liebe Herr Aiello, der liebe Herr McNish und der liebe Herr Orelli, glaube ich, so hieß er, oder Ortelli, sind gar nicht mit der 8 gefahren, sondern mit der 9. Die 9 ist Zweiter geworden, die 8 war Erster. Hier ist man so ein bisschen durcheinander gekommen. Und ich habe überall geguckt, auch bei offiziellen Audi-Seiten, es gab so ein weißes Auto, auf jeden Fall nicht mit der 8. Die Fahrzeuge waren silber.
Und schaut mal innen drin. Wir haben Noppen für Figuren und wir haben Drucke für Pedale, für den Innenraum, Knöpfe. Wir haben Audi, wir haben hier Tachometer und so weiter und diesen Controller, der aussieht wie ein Game-Controller, aber das Lenkrad rein soll. Also wir haben überall Drucke. Und über die geilen Bautechniken möchte ich gar nicht reden. Oh, ich habe die Abgasanlage etwas schräg gemacht. Aber bei den Bautechniken schaut einfach nochmal gerne in den Speedbuild oder hier, ihr seht es da, haben wir Technikelemente, damit wir die schrägen Slopes so hinbekommen. Wir haben hier, wie habe ich euch gesagt, überall die Baurichtungsumkehrsteine. Ich will mal kurz hier was abmachen, da sehen wir ein Durchlunsen, also richtig gut und auch hier hinten schräg gemacht, damit wir hier diese Schräge hinbekommen. Oder hier, ihr seht gelbe Steine, das habt ihr beim Bau gesehen, viel Gelb, viel Blau im Fahrzeug, ähnlich wie auch bei den Audi-Modellen, bei den Quattros. Also ein schöner, flacher, super cooler Le Mans Prototyp. Hammer. Also was Drucker angeht, gibt es wenig, was hier Powerblock das Wasser reichen kann. Das muss ich echt mal sagen. Und ich bin auch überhaupt kein Freund, der immer gerne so vergleicht und ja, Lego kann einpacken, Lego geht pleite wegen Powerblock. Nee, dafür ist das, glaube ich, zu sehr Nische und Lego hat, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch, hier solche Fahrzeuge für Erwachsene zu bauen. Denn zum Spielen ist das natürlich trotz alledem nichts. Es gibt auch Schwächen, weil wir hier die Plates, das kann alles leicht abfallen. Aber trotzdem haben wir hier einfach Detailtreue par excellence für so ein Fahrzeug, das wir bei Lego so nicht haben. Wenn Lego mal Speed Champions rausbringt und sagt, der Anspruch ist 18 plus oder so, dann bin ich bei euch, wenn ihr sagt, Lego geht unter, aber hier auf keinen Fall. Trotzdem ist das hier für die Zielgruppe Erwachsene das Beste, was man so haben kann. Bauspaß toll, tolles Weiß, tolle Drucke, historisch so nicht ganz korrekt, aber ja, für den Preis, glaube ich, wenn wir, das Fahrzeug, glaube ich, hat 33 Dollar gekostet, 33 paar zerquetschte. Also sagen wir mal, für 34 Euro kriegt man hier so ein Fahrzeug plus diesen noch gar nicht besprochenen großen Container, der von der Haptik billig daherkommt, aber dafür kaum Kratzer hat. Eigentlich gar keinen, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Diesen coolen Transferaufkleber, den ich schräg drauf gemacht habe, weil ich kann sowas nicht gut, der aber geil hier einmal Powerblock und Audi R8 Le Mans 2000 stehen hat mit dem alten Audi-Logo. Metallic bedampft, also richtiges Metallic. Hier oben Noppen hat, damit wir wirklich stacken können. Denn Powerblock hat mehrere Fahrzeuge mit diesen Containern zum Stacken. Hier unten könnten wir auch auf Noppen stacken. Und hier drinnen, wir können das so aufklappen. Einfach nach vorne. Tada, mein Daumen ist weg, so. Und dann können wir das Fahrzeug da rein stellen. Und Türen, die aufgehen, haben wir aber auch noch links wie rechts. Und da ist dieser Transferaufkleber, den ich halt ja, schräg drauf gebracht habe. Mein Pech. Also die Haptik von diesem Container ist nicht gut. Es fühlt sich sehr billig an, sieht aber cool aus. Und auf jeden Fall eine Bereicherung in diesem Thema der, sag ich mal, Speed Champions Kategorie. Mal was anderes und vielleicht sogar das Bessere, um Fahrzeuge darzustellen in dieser Kategorie. Und ihr seht, ich habe da unten mit Pins dann Plates drauf und dann kann ich das Fahrzeug so in den Container stellen und kann es auch wieder zumachen, damit es keiner anditscht. Und dann haben wir hier unser Audi R8 Le Mans in dieser vermeintlich falschen weißen Lackierung fertig auf unseren Container. Und den Container stelle ich dann jetzt wieder hier oben hin und muss noch schauen, dass ich einen coolen Platz für diese Karte kriege. Dieses Set hier unten habe ich mir selber gekauft. Daraufhin hat sich Barbie gemeldet und hat mir das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das habe ich euch gesagt. Natürlich gibt es wie immer Rabattcode und Link, wo ihr dieses Fahrzeug kriegen könnt, unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr natürlich Fan von solchen Fahrzeugen seid, wenn ihr Fan wie ich seid von Audi, dann empfehle ich euch das Fahrzeug. Sonst lasst es einfach auf euch wirken, mein Review. Ich liebe die Steinequalität, ich liebe die Drucke, da kann man nichts gegen sagen. Der Bauspaß von einer Stunde bei 400 Teilen für sein Auto ist auch ziemlich cool und den Rest lasst auf euch wirken. Denn da bekommt ihr auch von mir jetzt natürlich wie immer auch noch einmal Detailbilder und dann hören wir uns zum Abschluss noch einmal und sehen uns vor allen Dingen in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck vom gebauten Set machen könnt. Doch bevor wir losfahren, gibt's ein paar richtig starke Fakten.
Der Audi R8 Rennprototyp wurde ab dem Jahr 1999 entwickelt und dominierte den Langstreckenrennsport von 2000 bis 2006. Er zählt mit über 60 Siegen in weniger als 80 Einsätzen zu den erfolgreichsten Rennfahrzeugen aller Zeiten. Angetrieben wurde der offene Le Mans Prototyp von einem 3,6 Liter großen V8 Biturbo-Motor mit rund 550 PS. Dank Aluminium-Chassis, Kohlefaserteilen und modularer Bauweise wog der Wagen nur etwa 950 Kilogramm inklusive Fahrer. Das Besondere: Motor und Getriebeeinheit konnten in unter 20 Minuten getauscht werden. Im Langstreckenrennsport war das ein echter Vorteil. Zwischen 2000 und 2005 gewann der Audi R8 fünfmal das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. In den Jahren 2000, 2001, 2002, 2004 und 2005. Auch in der American Le Mans Series dominierte er fast durchgehend. Sein letzter Renneinsatz war im Juli 2006 in Lime Rock Park. Der Wagen verabschiedete sich mit einer speziellen Lackierung, die alle siegreichen Fahrer und Strecken nannte. Ein würdiger Abschied für eine Motorsportlegende. Kurz gesagt, der Audi R8 war schnell, zuverlässig und technisch seiner Zeit weit voraus. Ein echtes Meisterstück von Audi Sport. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende als das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und bevor wir jetzt hier nochmal über das Fahrzeug sprechen, möchte ich euch unbedingt zwei Filme ans Herz legen. Nämlich aus 1970 der grandiose Film, den es mittlerweile auch in HD gibt, mit Steve McQueen mit dem Namen Le Mans. Ein richtig spannender Racing-Film, vielleicht sogar der beste Racing-Film, den es gibt. Und dann aus 2019 meine ich den berühmten Film mit Christian Bale, Ford vs. Ferrari. Da geht es auch um Le Mans. Der fängt auch dieses Racing-Fieber richtig ein. Und wenn ich darüber nachdenke, kriege ich sogar gerade richtig Gänsehaut. Und wenn dieses Video erscheint, ist auch das Rennen 2025 Le Mans gar nicht mehr so weit. Vielleicht habe ich euch ein bisschen angefixt. Ich habe gehört, dass ein Radio-Televisionssender aus Luxemburg mit einem Plus dahinter und Nitro dieses Rennen sogar 24 Stunden übertragen will. Ich werde mal reinschauen. Ob das so stimmt genau, könnt ihr mich gerne Lügen strafen. Wie gesagt, wie immer dürft ihr hier meine Fakten und das, was ich erzähle, ergänzen unten in der Kommentarsektion. Da könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr das auch so lala findet wie ich, dass dieses Fahrzeug nicht wirklich ein richtiger Audi Silberpfeil ist, eher ein weiß-grauer Pfeil. Dafür haben wir natürlich einen coolen, geilen, silberroten Container bekommen, aber besser wäre es doch schon, wenn dieses Fahrzeug, was eigentlich sehr cool ist, vom Bau, von den Steinen, von den grandiosen Drucken, vom ganzen Drumherum, ich sag nur Quartettkarte, würde es perfekter sein, wenn wir jetzt wirklich silberne Steine hätten. Lasst mich das alles unten in den Kommentaren wissen. Ich diskutiere gerne mit euch, denn ihr wisst, ich bin kein Quatschkopf. Ich quatsche mit euch in den Kommentaren. Immer, jeder Kommentar wird beantwortet. Und ich habe es erwähnt, das Video ist ja hier eines, was mir nur möglich ist, weil mir Bavir, tada, da ist ein fetter Aufkleber, den ich bekommen habe. Der ist sogar größer als hier das Set selber, dieses Video zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise das Set für das Video zur Verfügung gestellt hat, weil sie das Video zu den von mir selber gekauften Audis hier, unseren Quattros, so cool fanden. Und diese Quattros haben mich umgehauen. Dieses Set macht mich auch nicht minder glücklich, bis auf diese Silbergeschichte. In diesem Sinne, Freunde, eine gute Fahrt, habt Spaß am Motorsport. Wir sehen uns, wir hören uns. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.